In einem Werk am Rhein steht ein Silo 20 Meter hoch, randvoll mit Dünger. Das Problem mit diesem Dünger ist banal. Er verklumpt. Dieser Dünger zieht Wasser aus der Luft an wie ein Schwamm und beim Trocknen backen die feuchten Körner miteinander fest. Über die Monate backt er zu einem einzigen steinharten Block zusammen, so fest, dass keine Schaufel ihn mehr löst. Also lösen die Arbeiter ihn mit Sprengstoff. Sie bohren ein Loch, stecken eine kleine Ladung Dynamit hinein und sprengen den Block in handliche Brocken. Und das machen sie nicht nur einmal, nicht 100 Mal. Schätzungen zufolge wurde dieser Block auf diese Weise zehntausende Male gesprengt. Jahr für Jahr, ohne einen einzigen Zwischenfall. Es war die langweiligste, sicherste Routine des ganzen Werks. Bis zu einem Morgen im September. Willkommen beim Kern der Dinge. Heute klären wir, wie ein Dünger, mit dem man jahrelang gefahrlos hantiert hatte, eine ganze Stadt in Schutt legte. Wir schauen, warum von tausenden Tonnen nur ein winziger Bruchteil explodierte und warum genau das der Schlüssel ist. Und wir sehen, dass hinter dieser Katastrophe kein Sabotageakt steckt, sondern ein Denkfehler, den damals fast die gesamte Chemie teilte. Wenn dich interessiert, wie aus einer Katastrophe eine Regel wird, die dich bis heute schützt, dann abonniere jetzt den Kanal. Es ist der 21. September 1921, kurz nach 7:30 am Morgen, im Werk Oppau bei Ludwigshafen. Die Arbeiter bereiten die nächste Sprengung vor, so wie immer. Das Loch ist gebohrt, die Ladung sitzt, alle gehen in Deckung. Dann der Schuss. Und dieser eine Schuss trifft nicht den gleichmäßigen Block, den die Arbeiter erwarten. Er trifft eine Stelle, die anders ist als der Rest. Was dann passiert, dauert weniger als eine Sekunde. 2 Detonationen im Abstand von etwa einer halben Sekunde. Und die zweite reißt das halbe Werk und einen großen Teil der Stadt einfach weg. Wo eben noch das Silo stand, ist danach ein Loch. Ein Krater von rund 100 mal 130 Metern und etwa 19 Meter tief. In diesen Krater passt ein mehrstöckiges Wohnhaus mühelos hinein. Die Wucht schleudert Trümmer, Erde und ganze Mauerbrocken weit über das Werksgelände hinaus. In Oppau selbst werden rund 80% der Häuser zerstört oder schwer beschädigt. Mehr als 500 Menschen sterben, rund 2000 werden verletzt. Etwa 6500 Menschen verlieren ihr Zuhause in einem einzigen Moment. Die Druckwelle zerspringt Fensterscheiben noch in mehr als 80 Kilometern Entfernung, bis nach Frankfurt. Der Knall ist noch in über 300 Kilometern Entfernung zu hören, bis hinunter nach München. Und die Erschütterung selbst wird von Messgeräten hunderte Kilometer entfernt aufgezeichnet, als wäre ein kleines Erdbeben durch Deutschland gelaufen. Es ist eine der größten zivilen Explosionen, die es bis dahin je gegeben hatte, und sie wird bis heute zu den schwersten von Menschen ausgelösten Explosionen gezählt, die keine Atombombe waren, ausgelöst durch etwas, das die Menschen ganz selbstverständlich Dünger nannten. Aber jetzt kommt der Teil, den kaum jemand erwartet. Fast dieser gesamte Dünger explodierte gar nicht. Im Silo lagerten rund 4500 Tonnen, und von diesen 4500 Tonnen detonierte nur etwa ein Zehntel. Rund 450 Tonnen. Der Rest, über 90%, wurde einfach weggeschleudert, ohne zu zünden. Und das klingt erst einmal beruhigend. Es ist in Wahrheit das Gegenteil. Denn wenn schon ein Zehntel eine Stadt auslöscht, dann sagt uns das, wie viel Energie in dem Berg schlummerte, den man für harmlos hielt. Was da explodiert, ist im Grunde ein Stoff, der in einem Sekundenbruchteil zerfällt. Aus dem festen Salz wird schlagartig heißes Gas, das sich auf ein Vielfaches seines Volumens ausdehnt und alles vor sich her schleudert. Um zu verstehen, warum überhaupt ein Teil zündete, müssen wir in den Dünger selbst schauen. Und dort wartet der eigentliche Denkfehler. Dieser Dünger war eigentlich ein Wunder. Im selben Werk hatte man wenige Jahre zuvor gelernt, Stickstoff direkt aus der Luft zu binden und in Dünger zu verwandeln. Zum ersten Mal in der Geschichte konnte die Menschheit Nahrung im großen Stil aus dem Nichts wachsen lassen. Millionen Menschen verdanken diesem Verfahren bis heute, dass genug zu essen da ist. Aber dasselbe Verfahren hatte eine dunkle Kehrseite. Wer Stickstoff aus der Luft holen kann, kann damit nicht nur Felder düngen, sondern auch Sprengstoff herstellen. Genau diese Technik lieferte im Ersten Weltkrieg den Nachschub für die Munition. Und ausgerechnet dieses Wunderwerk türmte den Block auf, der jetzt explodieren sollte. Denn der Dünger in Oppau war kein reines Ammoniumnitrat. Und das ist der ganze Clou. Reines Ammoniumnitrat ist heikel. Es ist ein starkes Oxidationsmittel. Das heißt, es trägt den Sauerstoff, den ein Feuer braucht, bereits in sich. Ein solcher Stoff braucht keine Luft, um zu brennen oder zu explodieren. Er versorgt sich selbst. Die Chemiker wussten das. Deshalb hatten sie eine, wie sie glaubten, elegante Lösung. Sie mischten dem Ammoniumnitrat einen zweiten Stoff bei, Ammoniumsulfat, ungefähr zur Hälfte. Ammoniumsulfat explodiert nicht. Die Idee war, das gefährliche Salz mit dem harmlosen zu verdünnen und so zu entschärfen.
Und genau diese Mischung wiegte alle in Sicherheit. Denn auf dem Papier war sie sicher. Man hatte sogar Versuche gemacht. 2 Jahre zuvor hatte man getestet, dass die Mischung nicht explodiert, solange der Nitratanteil unter einer bestimmten Grenze bleibt. Diese Grenze wurde eingehalten. Der Dünger galt als geprüft und sicher. Aber zwischen dem sicheren Test und der Katastrophe hatte sich etwas verändert. Und es war winzig. Monate zuvor hatte man die Herstellung leicht angepasst. Für die Verantwortlichen war das eine reine Produktionsfrage, ein kleiner Handgriff, um den Dünger leichter abfüllen zu können. Niemand verband diese Anpassung mit einem Explosionsrisiko, denn der Stoff galt ja als geprüft. Man senkte den Feuchtegehalt des Düngers von etwa 3 bis 4% auf ungefähr 2%. Ein trockeneres, lockereres Pulver, das sich leichter handhaben ließ. Klingt harmlos, war es aber nicht. Trockener und poröser bedeutet nämlich empfindlicher. Denn ein trockenes, poröses Pulver hat viel mehr innere Oberfläche als ein feuchtes, dichtes. Und an dieser Oberfläche kann sich eine Explosion von Korn zu Korn weiterfressen. Wie ein Feuer, das durch dürres Reisig statt durch nasses Holz läuft. Dazu kam, dass sich in dem riesigen Block Zonen gebildet hatten, in denen mehr Nitrat steckte als anderswo. Genau in eine solche empfindlichere, nitratreichere Stelle schlug an diesem Morgen die Sprengladung. Und hier ist der Denkfehler in seiner ganzen Größe. Der Test von damals stimmte, für einen kleinen Versuchsaufbau. Aber was im Reagenzglas sicher ist, ist es bei tausenden Tonnen noch lange nicht. In einer solchen Masse kann eine einzige Zündung eine Kettenreaktion tragen, die im kleinen Maßstab sofort wieder erstickt. Dass Menge selbst zum Risiko wird, hat die Wissenschaft erst Jahrzehnte später wirklich verstanden. Die Menschen von Oppau hatten nicht fahrlässig gehandelt. Sie hatten mit dem besten Wissen ihrer Zeit einen Stoff für zahm gehalten, der es nur im Kleinen war. Und dieser Stoff verschwand nicht aus der Welt. Er tauchte immer wieder auf. 26 Jahre nach Oppau riss im texanischen Texas City ein brennendes Frachtschiff voller Ammoniumnitrat einen ganzen Hafen in Stücke und tötete fast 600 Menschen. Und im Jahr 2021 sahst du es vielleicht selbst in Videos aus Beirut. Rund 2700 Tonnen Ammoniumnitrat, jahrelang schlecht gelagert, explodierten und verwüsteten die halbe Stadt. Es ist dieselbe Stofffamilie. Und dieser Stoff ist kein Relikt von früher. Ammoniumnitrat wird bis heute in vielen Millionen Tonnen pro Jahr hergestellt, als einer der wichtigsten Dünger der Welt. Die Gefahr von Oppau lagert also nicht in der Vergangenheit, sondern in Silos rund um den Globus. Aber der Zündweg war jedes Mal ein anderer. In Oppau war es ein Mischdünger und eine Sprengladung. In Beirut war es fast reines Salz und ein Feuer. Was sie verbindet, ist nicht der Auslöser. Es ist die Lektion, dass ein Stoff, der jahrelang stillhält, deshalb noch lange nicht harmlos ist. Aus Oppau und aus dieser ganzen Reihe von Katastrophen wurde etwas geboren, das dich bis heute begleitet, ohne dass du es merkst. Ein dichtes Netz von Vorschriften, wie gefährliche Stoffe gelagert werden dürfen. Wie viel an einem Ort liegen darf, wie es abgepackt sein muss und was auf keinen Fall daneben stehen darf. In Europa tragen diese Regeln heute eigene Namen, wie die Seveso-Richtlinie, benannt nach einem weiteren Chemieunfall. Jeder Betrieb, der große Mengen solcher Stoffe lagert, muss dem Staat genau melden, was passieren könnte und beweisen, dass er es im Griff hat. Deshalb steht in der Gebrauchsanweisung deines Gartendüngers, dass du ihn kühl, trocken und getrennt von brennbaren Stoffen lagern sollst. Der Kanister Benzin gehört nicht in dasselbe Regal. Das klingt übervorsichtig für ein paar Kilo Dünger im Schuppen. Aber diese eine Zeile wurde in Oppau mit mehr als 500 Menschenleben bezahlt. Und die eigentlich beunruhigende Frage ist nicht, ob so ein Stoff explodieren kann, sondern wie viele Berge davon gerade jetzt irgendwo lagern, weil sie seit Jahren stillhalten. Welche alltägliche Sache hältst du eigentlich für völlig harmlos? Schreib es in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Kern der Dinge.